Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir in die düstere Welt dieser Geschichte eintauchen, sei erwähnt, dass diese Erzählung ihre Wurzeln in der Realität hat. Um die Privatsphäre und Sicherheit aller Beteiligten dieser unheilvollen Chronik zu wahren, wurden die Namen und Orte in dieser Geschichte sorgfältig verändert. Jegliche Ähnlichkeit mit real existierenden Personen, Orten oder Produkten ist rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Tauchen Sie ein in eine düstere Welt, in der Realität und Fiktion sich auf unheimliche Weise vermischen. Sie hören Das schreiende Haus. Eine Kurzgeschichte von Geschichten aus der Mühle. Aus dem Rügronomikon, geschrieben von Abdul Alvustret. Übersetzt von Hans-Peter Lügenkraft. Gelesen von Dr. Friedrich aus Merzen. In einer kalten, nebligen Nacht schlich sich ein Mann mit einem Mantel aus Schatten und Augen voller Geheimnisse durch die engen Gassen eines kleinen, verschlafenen Ortes namens Emskirchen. Sein Name war Matlock Holmes, ein Detektiv, dessen Ruf sich nicht nur auf seine detektivischen Fähigkeiten stützte, sondern auch auf eine unerklärliche Gabe, die ihn von anderen Detektiven unterschied. Er war mit einem Sinn für das Übernatürliche gesegnet, eine Gabe, die es ihm ermöglichte, das Echo der Vergangenheit zu hören, wenn er bestimmte Gegenstände berührte. In Emskirchen angekommen, durchstreifte Matlock Holmes die engen Gassen des verschlafenen Dorfes. Doch kaum ein Einwohner war auf den Straßen zu sehen. Diejenigen, die sich zufällig blicken ließen, huschten schnell in ihre Häuser und vermieden jeden Kontakt mit dem Detektiv. Matlock spürte förmlich die Verärgerung, die seine Ankunft unter den Dorfbewohnern auslöste. Es schien, als ob sein bloßes Auftauchen eine unheilvolle Stille über Emskirchen gelegt hatte. Matlock spürte den kühlen Hauch der Ablehnung, der ihm entgegenschlug, als er weiter durch die Gassen schritt. Es war, als ob sein Vorhaben, das berüchtigte schreiende Haus aufzusuchen, das bereits düstere Ansehen des Ortes noch verstärkt hätte. Die Bewohner mieden ihn wie die Pest und verbargen sich hinter ihren verschlossenen Türen, als wollten sie sich vor etwas schützen, das weit über das Verständnis der gewöhnlichen Menschen hinausging. Matlock Holmes, ein sehr fetter, aber auch sehr fitter Mensch, setzte entschlossen seinen Weg fort, bis er schließlich den Fuß des alten, schaurigen Berges erreichte, auf dem das verlassene Haus, das als das schreiende Haus bekannt war, thronte. Der Pfad, der ihn durch die kahlen Bäume und über moosbedeckte Steine führte, schien von einer düsteren Aura umgeben zu sein, die den Atem der Vergangenheit in den kalten Wind strömte. Die knorrigen Äste der Bäume flüsterten düstere Geheimnisse, während Matlock den Berg hinaufstieg. Der Wind peitschte durch ihr Geäst und trug ein unheilvolles Heulen mit sich, das die Stille der Nacht durchdrang. Der Nebel, der sich wie ein undurchdringlicher Schleier um die Spitze des Berges legte, schien die Vergangenheit vor neugierigen Augen zu verbannen, als ob er die Geheimnisse des verlassenen Hauses bewachen würde. Schließlich erreichte Matlock das verlassene Haus, das von einem Bauzaun mit blauen Planen umgeben war, die im Wind flatterten und knarrten. Die Fenster des Hauses waren entglast und die Öffnungen wirkten wie leere Augen, die in die Dunkelheit starrten. Als er näher trat, fiel sein Blick auf eine verblasste Zahl, die mit roter Farbe auf die Wand einer halb eingestürzten Scheune gemalt war. Die Hausnummer 8. Ein unheilvolles Gefühl machte sich in Matlocks Innerem breit, als ob die Zahl eine düstere Vorahnung dessen war, was ihn im Inneren des schreienden Hauses erwartete. Ein kalter Hauch des Vergessenen strich über Matlocks Haut, als er den Bauzaun berührte, der das Anwesen umgab. Dabei meinte er ein leises, seltsames Geräusch zu hören, ähnlich dem Summen einer Alarmanlage, das aus der Vergangenheit zu ihm herüberzuschallen schien, ein Echo einer längst vergessenen Zeit. Trotz des drohenden Unheils und der unheimlichen Atmosphäre, die das verlassene Haus umgab, spürte Matlock den Drang, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, koste es, was es wolle. Und so betrat er das schaurige Gemäuer, bereit, sich den Schrecken der Vergangenheit zu stellen, die in den Mauern lauerten.
Matlock schob den Bauzaun beiseite und betrat das Grundstück mit einem Gefühl der Beklemmung. Er sah sich im Hof des Anwesens um, die Dunkelheit umgab ihn wie ein undurchdringlicher Nebel. Vor ihm erstreckte sich nichts als Schutt und Müll, ein trauriges Zeugnis vergangener Tage. Doch etwas zog seine Aufmerksamkeit auf sich, ein seltsames Objekt, das inmitten des Unrats lag. Eine einzelne Wurst. »Warum liegt da eine Wurst?« murmelte Matlock verwirrt, während er sich dem fragwürdigen Gegenstand näherte. Er kniete sich hin und betrachtete die Wurst genauer. Es war eine Rügenwalder Teewurst, die mit der Mühle, halb vergraben im Dreck, als hätte sie jemand absichtlich dort platziert. Ein schwaches Echo umgab sie, eine flüchtige Erinnerung an vergangene Tage. Matlock spürte die Präsenz zweier Jimbros, die vor langer Zeit die Wurst aus einem unerfindlichen Grund auf das Grundstück geworfen hatten. Vielleicht war es ein dummer Streich, vielleicht eine spontane Eingebung im Rausch des Proteins. Doch die Wurst blieb liegen, ein stummer Zeuge vergessener Geschichten. Er legte die Wurst zur Seite und legte seine Hand auf den Asphalt. Unter seinen Fingerspitzen spürte er den verwitterten Boden, der unter den vielen Schritten vergangener Tage gezeichnet war. Es war, als ob die Erde selbst die Geschichten vergangener Besucher erzählen konnte. Geschichten von Neugierigen, die gekommen waren, um das Geheimnis des schreienden Hauses zu ergründen. Während Matlock die Echos der Vergangenheit aufnahm, vernahm er eine leise, aber dennoch starke und kräftige Stimme, die durch die Stille brach. »Runter von meinem Grundstück!« brüllte sie, und ihre Klarheit ließ Matlock für einen Moment innehalten. Es war, als ob die Worte nicht nur aus der Gegenwart, sondern auch aus einer längst vergangenen Zeit zu ihm drangen, als ob die Stimme einer alten Erinnerung entsprungen wäre, die tief in den Mauern des Hauses eingebettet war. Matlock drehte sich langsam um, seine Sinne aufs Äußerste gespannt, um zu ergründen, woher die Stimme gekommen sein könnte. Doch das Grundstück lag still und verlassen vor ihm, die Schatten der Bäume spielten mit dem Licht des Mondes, und der Wind trug das Flüstern der Vergangenheit mit sich. Hagebuttene wuchsen wild in dem Bereich, der wohl einst als Garten diente. Plötzlich bemerkte Matlock eine Bewegung am Rande seines Blickfelds, eine Gestalt, die sich im Dunkel der Nacht verbarg, halb versteckt hinter den schattigen Konturen des verlassenen Hauses. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als er erkannte, dass er nicht allein auf diesem verfluchten Grundstück war. Doch bevor er etwas sagen konnte, verschwand die Gestalt wieder in den Schatten, als hätte sie nie existiert. Eine leise, aber entschiedene Stimme durchbrach die Stille der Nacht. »Herr Winklerson«, rief sie, gefolgt von einer kurzen Pause, bevor sie fortsetzte, »bist du am Arbeit, ne?« Die Worte hallten in Matlocks Ohren wieder, und sein Herz begann schneller zu schlagen. Wer war dieser mysteriöse Herr Winklerson, von dem die Stimme sprach? Und was bedeutete diese Frage? War er hier, um zu arbeiten? Ein Gefühl der Unruhe breitete sich in Matlocks Innerem aus, als er sich bewusst wurde, dass dieser Ort mehr Geheimnisse barg, als er sich je hätte vorstellen können. Mit einem festen Entschluss, die Wahrheit ans Licht zu bringen, setzte er seinen Weg fort, tiefer hinein in die Dunkelheit des schreienden Hauses. Doch die Worte der geheimnisvollen Stimme hallten noch immer in seinen Gedanken wider, und er konnte nicht umhin, das Gefühl zu haben, dass er nicht nur gegen die Mächte der Vergangenheit kämpfte, sondern auch gegen etwas viel Dunkleres und Bösartigeres, das darauf lauerte, ihn in seinen finsteren Klauen zu fangen. Die aggressive Stimme, die er kurz zuvor gehört hatte, ertönte erneut, und ihre Worte durchdrangen die Stille der Nacht mit derselben Aggressivität wie zuvor. »Verdammte Dirnenspross-Tür«, brüllte sie, gefüllt mit einer Wut, die Matlock bis ins Mark erschütterte. Doch er ließ sich nicht von der feindseligen Atmosphäre abschrecken. Mit einem festen Entschluss setzte er einen Fuß über die Schwelle und betrat das runtergekommene, verwaiste Haus. Ein verzweifeltes Brüllen drang an sein Ohr, als er tiefer in das Innere des Hauses vordrang. »Ihr werdet mich niemals besiegen«, hallte es durch die verlassenen Flure, und Matlock spürte den unheilvollen Klang bis in seine Knochen dringen. Doch er zwang sich, ruhig zu bleiben und setzte seinen Weg fort, bereit, den Geheimnissen des schreienden Hauses auf den Grund zu gehen.
Die Luft im Inneren des Hauses war schwer und erfüllt von einem modrigen Geruch, der sich in Matlocks Lungen festsetzte. Matlock durchquerte Raum für Raum, wobei er in den meisten von ihnen nur Müll und Verfall vorfand. Ein Käfig mit einem Hamster, der scheinbar Winterschlaf hielt und auf dem Rücken lag, fiel ihm besonders ins Auge. Sein Blick glitt weiter durch den Raum, bis er auf etwas Ungewöhnliches stieß. Eine goldene Parabellum-Pistole, auch Luger genannt, lag auf einem verstaubten Regal. Als Matlock die goldene Luger in die Hand nahm, überkamen ihn seltsame Visionen. Er sah einen Soldaten vor sich, der in einem fernen Palast eine Couch stahl, während die Wände um ihn herum mit kostbaren Gemälden geschmückt waren. Verwirrt über diese unerklärlichen Eindrücke legte er die Luger wieder zurück und setzte seine Erkundung fort. Während er weiter die Räume durchstreifte, fiel ihm die ungewöhnlich dilettantische Kabelverlegung auf, die sich wie ein verworrenes Netz durch das Haus zog. Einige Wände schienen einfach mit Farbe überdeckt zu sein, als hätte jemand versucht, ihre ursprüngliche Schönheit zu verbergen. Doch trotz des Verfalls und der Zerstörung, die das Haus umgab, waren die restlichen Wände alle mit Postern von Filmen und Metalbands geschmückt. Ein seltsamer Kontrast zu der düsteren Atmosphäre, die das Haus umfing. In einem der Räume, dessen Wände von einer Vielzahl von Postern geziert waren, fiel sein Blick auf einen alten, verstaubten Schreibtisch. Ein Computer, umgeben von Kabeln, die scheinbar willkürlich verlegt waren, thronte darauf, während ein durchgesessener, regelrecht durchgefurzter Gamingstuhl daneben stand. Die Szene wirkte wie ein Relikt vergangener Tage, ein einsamer Überrest einer Zeit, die längst vergangen schien. Matlock horchte plötzlich auf, als seltsame Geräusche sein Ohr erreichten. Es klang nach hupenden Autos, die mit quietschenden Reifen am Haus vorbeifuhren. Ein heftiges Rütteln am Bauzaun vor dem Eingang des schreienden Hauses verstärkte nur noch seine Unruhe. Die Stimme, die er zuvor im Hof gehört hatte, ertönte erneut, diesmal mit einer schroffen Bestimmtheit. »Ich bin arbeitslos, deshalb komme ich an einem Sonntag.« Matlock erinnerte sich an die Gestalt, die er im Hof bemerkt hatte und die dann spurlos verschwunden war. Ein Schauer lief ihm über den Rücken bei dem Gedanken daran, dass die Stimme von dieser mysteriösen Person stammte. Er eilte zum Fenster und spähte hinaus. Doch er sah nichts als die Dunkelheit der Nacht. Keine Autos, keine Menschen. Die Straße lag still und verlassen da, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen wäre. Verwirrt und beunruhigt von den seltsamen Ereignissen, die sich vor seinen Augen abspielten, wandte er sich wieder dem Raum zu. Sein Verstand raste, während er versuchte, die Rätsel dieses verfluchten Hauses zu entschlüsseln. In Gedanken versunken und von der düsteren Atmosphäre des Hauses umgeben, erschrak Matlock plötzlich durch einen extrem lauten Knall, der aus dem Inneren des Hofs zu kommen schien. Das Echo hallte durch die leeren Flure und schickte eine Welle der Panik durch seinen Körper. Gefolgt wurde der Knall von der bekannten aggressiven Stimme, die er zuvor schon gehört hatte. Die Stimme brüllte, »Verdammten Arschlöcher!«, gefolgt von, »Die haben mir hier a riesige Bombenei geschmaßt!« Das Herz rasend vor Angst irrte Matlocks Blick panisch durch den Raum, während er versuchte, die Quelle des Lärms zu identifizieren. Die düsteren Schatten des Hauses schienen sich um ihn herum zu verdichten, und er spürte, wie die Dunkelheit ihn zu verschlingen drohte. Doch sein Entschluss war fest. Er musste die goldene Luger finden, um sich vor der drohenden Gefahr zu schützen. In einem Akt blinder Panik rannte Matlock in das Zimmer mit dem Käfig. Seine Schritte klangen wie ein dumpfes Echo in den leeren Fluren. Seine Hände zitterten, als er nach der Waffe griff, bereit, sich gegen das Unbekannte zu verteidigen. Die Dunkelheit des Hauses schien sich um ihn zu schließen, als er die goldene Luger fest umklammerte, sein Verstand von Angst und Unsicherheit geplagt. Als Matlock mit gezückter goldener Luger den Flur entlang ging, durchdrang plötzlich ein unheimliches Geräusch die Stille des Hauses. Es schien aus dem Raum mit dem Computer zu kommen, und ein bläuliches Licht flackerte aus dem Raum und erfüllte den Flur mit gespenstischer Helligkeit. Matlock näherte sich langsam dem Raum, seine Sinne aufs Äußerste gespannt, bereit, auf jede Gefahr zu reagieren, die ihn erwarten mochte.
Vorsichtig riskierte er einen Blick in den Raum und wurde überrascht, als er feststellte, dass der Computer eingeschaltet war und die Webseite einer bekannten Videoplattform geöffnet hatte. Das Licht des Monitors warf ein gespenstisches Glühen auf die Wände und hob besonders ein Poster hervor, das einen korpulenten jungen Mann zeigte. Unter dem Bild prangte das Wort Ezatla. Matlock spürte, wie sich eine eisige Hand um sein Herz legte, als er das Wort las. Es wirkte vertraut auf eine unerklärliche Weise, aber in diesem Moment ergab es für ihn keinen Sinn. Sein Verstand raste, während er versuchte, die Bedeutung hinter diesem seltsamen Hinweis zu entschlüsseln. Er wandte sich dem Computer zu und stellte fest, dass ein gewisser Reiniger Winklerson eingeloggt war. Matlock fiel sofort ein, dass er den Namen Reiniger Winklerson schon einmal gehört hatte. Die mysteriöse Gestalt aus dem Hof des Anwesens hatte den Namen gerufen, und nun wirkte er vertrauter, als würde er diesen Reiniger Winklerson kennen. Als er den Computer genauer betrachtete, fiel ihm auf, dass er eigentlich nicht funktionieren sollte. Der Strom des Hauses war schon vor einer halben Ewigkeit abgestellt worden, und selbst wenn er eingeschaltet wäre, ergäbe das keinen Sinn. Im Keller befand sich ein Prepaid-Stromzähler, der jegliche Stromzufuhr unmöglich machte. Matlock realisierte, dass er nicht einmal im Keller gewesen war, und dennoch wusste er genau, dass das Haus einen Prepaid-Stromzähler hatte. So vieles wirkte auf einmal vertraut, als ob er schon einmal hier gewesen wäre, in einem früheren Leben oder vielleicht in einem Traum, den er längst vergessen hatte. Verwirrt und beunruhigt von diesen Gedanken ging Matlock ins Badezimmer. Er musste einen klaren Kopf bekommen, die Rätsel dieses Hauses entschlüsseln, bevor sie ihn völlig in den Wahnsinn trieben. Er legte die goldene Luger ab, drehte den Wasserhahn auf und ließ seine Hände mit Wasser volllaufen, bevor er sich das eiskalte Wasser ins Gesicht warf. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als das kühle Nass seine Sinne klärte und ihn für einen Moment aus der Umklammerung der Dunkelheit befreite. Er hielt einen Moment inne und stützte sich mit beiden Händen am Waschbecken ab. Sein Atem kam hastig, als er versuchte, sich zu sammeln. Sein Blick ging dann in Richtung des leicht eingebrochenen Spiegels vor ihm, der mit Dreck bedeckt war. Vorsichtig wischte er den Spiegel mit einer Hand etwas frei und erstarrte dann. Das Spiegelbild zeigte genau den Mann, den er zuvor auf dem Poster entdeckt hatte, korpulent, mit einem unheimlichen Glanz in den Augen, der von einer düsteren Vergangenheit zu erzählen schien. Nun wurde alles klar und deutlich. Matlock stand im Badezimmer des schreienden Hauses, das kalte Wasser tropfte von seinem Gesicht, als eine Erkenntnis nach der anderen über ihn hereinbrach. Er begriff plötzlich, warum es ihn in dieses verlassene Anwesen gezogen hatte. Alles, was ihm zuvor rätselhaft erschienen war, begann nun Sinn zu ergeben. Die mysteriösen Echos aus der Vergangenheit, die merkwürdige Abneigung der Dorfbewohner gegen ihn. Matlock war Reiniger Winklerson selbst. Die Erkenntnis traf ihn wie ein schwerer Schlag, doch zugleich war sie eine Offenbarung, die die dunklen Schleier der Vergangenheit lüftete. Reiniger Winklerson. Ein Name, der ihm bekannt vorkam, als wäre er ein Teil seiner eigenen Geschichte, den er jedoch bisher verdrängt hatte. Schon vor vielen Jahren verlor sich Reiniger immer wieder in Realitätsverlust. Er hielt sich für einen Mettler, einen Helden aus irgendwelchen Animes oder Mangas, einen Indianer oder größtenteils für einen Drachen. Sein Leben war öffentlich im Internet. Er war eine zweifelhafte Berühmtheit. Besucher strömten aus allen Ecken der Republik herbei, um sich das schreiende Haus und dessen exzentrischen Bewohner anzuschauen. Doch was war geschehen? Matlock erinnerte sich. Eines Tages führte der Realitätsverlust dazu, dass Reiniger sich selbst in seinem Unterbewusstsein verdrängte und ein neues Ich erschuf, den Detektiv Matlock Holmes. Es gelang ihm viele Jahre, unentdeckt zu bleiben und ein ruhiges Leben zu führen, frei von Hass, Verachtung und Internettrollen. Doch der Fluch des schreienden Hauses sollte dazu führen, dass sich die Geschichte für immer auf ewig wiederholen würde. Reiniger Winklerson, der Drache, würde immer wieder Besitz von ihm ergreifen und ihn zurückführen, wo er seiner Meinung nach hingehörte: ins Internet.
Als Matlock das alles realisierte, brach eine Welt für ihn zusammen, allerdings nur für einen kurzen Moment. Er hob den Kopf, blickte sein Spiegelbild an und die Welt um ihn herum entzog sich ihm. Das grelle bläuliche Licht des Computermonitors flackerte pulsierend auf. Reiniger startete einen Livestream. Er lächelte.